ist wirklich vegan. Hi, ich bin Lena. Lisa ist der Baking Bro, die hinter der Kamera gerade. Wir wollten zusammen einen Back-Channel starten und zwar sind wir beide passionierte Hobby-Vegan-Bäcker. Wie kommen wir überhaupt darauf, so einen Baking-Channel zu starten? Wir beiden leiten gerade zusammen ein Café, das heißt Café Zimtschnecke. Corona hat uns so ein bisschen und deswegen werden wir jetzt einfach Backvideos online haben. Wir wollten euch mal ein bisschen zeigen, wie man vegan easy backen kann und dachten uns, wir starten heute einfach mal mit einem Grundteigrezept. Und zwar für eine Art Rührkuchen. Easy peasy. Und günstiger als nicht vegan. Und wirklich, also ohne Witz, Und teilweise, es gibt wenige Zutaten vegan backen, die echt teurer sind, aber es sind eigentlich sehr günstig. Die Variation, die wir heute machen, hat einerseits Gewürze drin und dann wollen wir noch Cranberries reinmachen, weil wir einfach denken, es ist ein bisschen weihnachtlich, ein bisschen fruchtig. Unser Grundteig heute ist ein Nusskuchen. So, also ihr braucht erstmal 400 Gramm Mehl. Wir nehmen Dinkelmehl, genau. Und zwar so fein gemahlen, dass es halt für Kuchen passend ist. Dann haben wir 250 bis 300 Gramm Zucker. Ihr könnt aber auch weniger oder mehr nehmen, einfach wie es euch passt von der Süße her. Wir nehmen rohe Zucker, genau. Dann haben wir noch 200 Gramm gemahlene Nüsse. Das sind in unserem Fall Haselnüsse. Ihr könnt die aber auch mixen. Ihr könnt Walnüsse reinmachen, Mandeln, wie es euch halt passt. Dann haben wir noch 40 Gramm Speisestärke. Die benutzen wir, weil sie den Teig besonders krümelig macht. Und jetzt ganz wichtig, für den Geschmack nehmen wir Gewürze, ja, das ist eine Menge. Eine Mischung aus Zimt, Lebkuchengewürz und Spekulatiusgewürz. Gewürze so viel ihr wollt, das ist viel. Ihr braucht 20 Gramm Backpulver, ganz wichtig, jetzt Tretmittel und Wir nehmen Weinstein. Weinstein. Das ist ein Teelöffel Natron, genau. Es ist einfach wichtig, dass das Natron und das Backpulver gut vermischt ist. So, hier haben wir die Milch, die Pflanzenmilch. Da könnt ihr nehmen, welche ihr wollt. Das Pflanzenöl. Dann nehmen wir ein geschmacksneutrales Apfelessig, 1 Esslöffel. Yummy! Sieht so gut aus. Und jetzt mixen. Ich hasse es, wenn das Backpapier dann reingeht. Okay. Auf jeden Fall ist nochmal wichtig, dass ihr vielleicht diese Lappen an den Seiten macht, weil dann kann man das nachher ganz voll rausziehen, einfach aus der Form. Das macht euch das Leben wirklich einfacher. Und nicht zu voll machen, weil sonst läuft es einfach raus und geht nicht schön auf. Das Ganze machen wir jetzt bei 175 Grad Umluft in den Ofen. Wir machen es immer auf die mittlere Schiene. Und dann lassen wir ihn jetzt mal so 10 Minuten in Ruhe. Und danach schneide ich ihn einmal in der Mitte quer durch, damit er dann auch so aufgeht, wie ich das gerne hätte. Den Kuchen backen wir jetzt für mindestens 60 bis 70 Minuten. Ihr solltet vielleicht mal bei einer Stunde eine Stäbchenprobe machen, einfach ein Holzstäbchen reinstecken und wenn nichts dran kleben bleibt, dann ist er fertig, aber meistens braucht er ein bisschen länger. Und dann den Kuchen auskühlen lassen. Wir sehen uns nachher beim fertigen Kuchen wieder. So, unser Kuchen ist jetzt fertig gebacken. Wir warten jetzt ungefähr eine Stunde, bis der ausgekühlt ist, weil er sich dann viel besser schneiden lässt. Ihr werdet merken, davor ist er noch sehr weich und dann kann man ihn schlecht schneiden. Aber genau. Schaut euch den wunderschönen Kuchen an. Genau, wir sehen uns dann später zum Probieren. So, jetzt noch dazu, wie man das Teil hier am besten rauskriegt. Und zwar ist es hier seitlich eigentlich kein Problem, es sollte nicht feststecken, aber die Seiten sind meistens etwas festgebacken. Das heißt, wir sollten hier einfach kurz mit einem Messer rein, vielleicht auch ein bisschen hier in die Seite rein, einfach geradeaus sozusagen. Und dann, genau, hier. Und jetzt solltet ihr eigentlich das Papier nutzen können. Genau, einmal umdrehen, der müsste das eigentlich aushalten von der... Yay, sauber. Und ja, fertig. Raus ist er.
ist unser schöner Kuchen fertig. Ihr könnt sehen, der ist wunderbar krümelig geworden und ganz weich und super lecker. Oder ich denke zumindest. Ich werde ihn jetzt erstmal probieren. Leider habe ich mir aufgefallen, die Cranberries sind an den Boden unten gemacht. Aber ich werde jetzt einfach versuchen, ein Stück zu bekommen mit der Cranberry. So sieht der schöne Kuchen aus. Itadakimasu. Nom. Also es ist wirklich ganz lecker. Die Gewürze sind gar nicht so stark. Also die schmecken total lecker. Aber es ist nicht so, dass es euch jetzt ins Gesicht puncht. Die Cranberries sind super fruchtig da drin, das passt ganz gut, du hast so einen leichten Fruchtkick. Die Nüsse machen sich eigentlich ganz gut so leicht im Hintergrund. Ja, also es ist mega lecker geworden. Ich meine, wir kennen das Rezept, aber wir haben diese Variation jetzt auch noch nie ausprobiert. Das heißt, 1A, empfehlenswert. Das war unser erstes Backvideo für euch. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir werden in Zukunft noch mehr von diesen Rezepten machen. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, irgendwelche Wünsche, was ihr gerne veganisiert hättet zum Backen oder ob es auch Basics wären zum Beispiel. Also wir haben mittlerweile wirklich viele Sachen veganisiert. Gebäck aus der Kindheit. Wenn ihr irgendwie Bock auf sowas habt, dann lasst uns doch ein Abo da und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, sonst sieht man nicht, wenn wir uploaden, aber im Moment wird es sowieso wahrscheinlich erstmal noch nicht so viel sein. Wir haben auch ein Instagram und eine Homepage. Auf der Homepage findet ihr einen Blog und auf dem Blog findet ihr dann auch in Zukunft die ganzen Rezepte. Ja, und unser Instagram genauso, Kaffee-Zimtschnecke. Und da könnt ihr auch vielleicht noch ein bisschen so einen Einblick gewinnen, was für Gebäcke wir bisher gemacht haben und einfach, wie unser Kaffee eigentlich aussieht, wenn wir es denn offen haben können. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt diesen Kuchen mit einem leckeren Kaffee verschmausen und meinen Sonntag noch ausklingen lassen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.